Hallo meine Freunde, hola Madridistas, jetzt also doch. Nachdem im Laufe der letzten Woche einige türkische Zeitungen, Nexosport, Pushsport etc. geschrieben hatten, dass Arda Güler die 10 von Luka Modric übernimmt, schlagen gestern die französischen Zeitungen zurück. Le Parisien, L'Equipe etc. schreiben, dass der Franzose, dass Kylian Mbappé die neue 10 von Real Madrid wird. Was da los ist, der letzte Stand der Dinge und meine Meinung erzähle ich euch natürlich in diesem Video. Dann habe ich euch gestern versprochen, wir unterhalten uns heute auch über den letzten Stand der Dinge von Ibrahima Konaté. Denn auch da hat L'Equipe einen Artikel geschrieben, aber auch Fabrizio Romano hat sich geäußert. Und wenn der Italiener redet, wisst ihr, höre ich zu. Was ist der letzte Stand beim französischen Innenverteidiger? Wechselt er diesen Sommer noch nach Real Madrid? Oder eher nicht. Dann hat ein weiterer Spieler Real Madrid verlassen. Wie ihr hört, das Personalkarussell hört sich nicht aufzudrehen. Und dann habe ich noch 2 andere Themen. Also, wie ihr schon hört, es wird auf jeden Fall ein vollgepacktes Video. Viel Spaß dabei. Ja, bevor ich mit dem Video starte, muss ich mich selber aus dem Schnitt mal einklinken. Und zwar wegen 2 Informationen, die ich euch weiterleiten möchte. Informationen Nummer 1. Der Podcast Klein und Haarig ist gestern doch nicht um 12 Uhr erschienen. Die Hahn und ich waren selber komplett überrascht. Wir hatten es wie immer bei Spotify eingebettet. Aktualisierungsdatum oder Erscheinungsdatum, besser gesagt, 12 Uhr ausgewählt. Aber Spotify hat gesagt, nein, danke, nein, gar nicht. Woran das liegt, wissen wir selber nicht. Wir stehen in Kontakt mit Spotify und hoffen, dass heute im Laufe des Tages der Podcast erscheint. Entschuldigt die Unannehmlichkeiten. Sobald Spotify gönnt, ist das Ding auf jeden Fall online. Und der zweite Punkt. Ich muss abnehmen und das gehe ich gerade sehr aktiv an. Das Problem, ich kann nicht morgens ein Video machen, um 12 Uhr erscheint es dann und dann in der Mittagssonne Sport machen gehen, dann erwischt mich ein Herzklabaster, bevor ich überhaupt 1 Kilo abgenommen habe. Daher muss ich morgens meinen Sport machen, bevor ich das Video mache. Das bedeutet, es kann sein, dass die Videos ab jetzt nicht um 12 erscheinen, sondern eher gegen 13 Uhr. Nimmt es mir nicht übel, aber langfristig gesehen ist das Beste für meine Gesundheit und ich hoffe ja, ihr wollt mich langfristig an eurer Seite haben. Deshalb bitte ich da um euer Verständnis und jetzt legen wir los mit dem Video. Darum sind wir hier. Ja, wie eben schon annonciert, der nächste Jungstar, das nächste Talent verlässt Real Madrid. In diesem Fall ist das ein Stürmer, ein großer, bulliger Stürmer, Álvaro Rodríguez. Ich weiß nicht, ob ihr euch an ihn erinnert, der Uruguayer hat uns mal gegen Atletico Madrid mit einem Kopfball ein Unentschieden gerettet. In der Euphorie hat Carlo Ancelotti nach dem Spiel dann gesagt, der wird nächste Saison auf jeden Fall unser Stürmer werden. Ja, ist er dann doch nicht geworden. Álvaro Rodríguez, 21 Jahre alt, wechselt zu Elche. Álvaro Rodríguez war diese Saison schon in der ersten spanischen Liga. Der war an Getafe ausgeliehen, hat da, mehr oder weniger solide Leistungen gebracht, saß auch hier und da mal auf der Bank. Jetzt geht er nach Elche und versucht da seinen Neuanfang. Er hat bei Elche einen Vertrag unterschrieben bis 2029. Real Madrid hat nur 50% der Rechte verkauft. Ich glaube, das brauche ich euch inzwischen schon gar nicht mehr sagen. Real Madrid erhält dafür 2 Millionen Euro. Also, ich bin ganz ehrlich, Álvaro Rodríguez ist nicht auf dem Weg zurück nach Real Madrid, wenn man seine Karriere bisher so ein bisschen beobachtet. Aber es gibt genügend Spieler, die erst mit 21, 22, 23 Jahren etc. explodiert sind. Ich drücke den Jungen die Daumen. Er hat immer klar gemacht, sein großer Traum ist es, zurück zu Real Madrid zu kommen. Ein großer, wuchtiger Stürmer à la Joselu ist nie schlecht zu haben. Ich drücke dem Jungen die Daumen, dass er endlich explodiert und vielleicht seinen Weg zurück zu Real Madrid doch noch findet. Ja, ein anderer Spieler, der den Weg zu Real Madrid nicht gefunden hat, und das wiederhole ich jetzt, ich glaube zum 2. Mal, und zwar ist das Abdellah Ouazzane.
Ich hatte euch von diesem 16-jährigen Marokkaner erzählt. Er hatte sich mit Madrid schon geeinigt. Ajax Amsterdam hatte das Talent schon aufgegeben. Fabrizio Romano hatte schon sein Here we go gegeben. Doch dann ist der Junge leider durch den medizinischen Test gefallen. Dann gab es dazu in den letzten Tagen ein bisschen Verwirrung. Der Junge ist zurück nach Holland. In Amsterdam hat er sich untersuchen lassen und anscheinend haben 2 Ärzte gesagt, der Junge ist okay. Dann hieß es kurz, greift Madrid jetzt doch noch einmal zu, aber AS hat gestern berichtet, nein, da ist absolut nichts dran. Real Madrid hat nach dem medizinischen Test gesagt, wir werden diesen Jungen jetzt nicht unter Vertrag nehmen. Ja, und jetzt kommt, ich weiß nicht, ob ich böse denken möchte etc., aber der Junge 16 sieht natürlich, wenn dieses Gerücht entsteht, dass der irgendwas medizinisch an dem falsch ist, könnte es für seine Karriere natürlich nicht so gut sein, dass er jetzt 2 Ärzte in Amsterdam gefunden hat, die gesagt haben, doch, der ist topfit. Ich finde das verständlich, dass Real Madrid da jetzt keinen Rückzieher macht und sagt, die Ärzte in Amsterdam sind besser als unsere Ärzte, Vereinsärzte hier in Madrid. Also ich glaube, wenn er tatsächlich doch nochmal eine Chance bei Madrid hätte haben wollen, hätte er eine zweite Untersuchung in Madrid machen müssen, dass die Ärzte nochmal schauen, haben wir vielleicht irgendwas falsch gesehen. Es ist nicht das erste Mal, dass jemand durch den medizinischen Test fällt und dann andere Ärzte ihm bestätigen, dass er fit ist. Tatsache ist, ich bilde mir da keine Meinung, vielleicht ist der Junge auch fit und die Ärzte von Madrid haben einen Fehler gemacht. Tatsache ist, und das ist, was uns jetzt interessiert, der Junge wechselt nicht zu Real Madrid. Ja, das sind die ersten 2 Informationen. Und jetzt kommen wir zur dritten Information. Ibrahima Konate. Dieser Innenverteidiger, der bei Liverpool eine starke Saison gespielt hat, mit Liverpool Meister geworden ist, Stammspieler der französischen Nationalmannschaft. Und er selber möchte, wenn man den Aussagen glauben mag, nach Real Madrid. Liverpool hat das gleiche Szenario wie letztes Jahr bei Trent Alexander-Arnold. Auch er wollte nach Madrid. Liverpool wollte es nicht wahrhaben. Die haben gesagt, nee, wir schaffen es im Laufe des letzten Jahres, einen Trent davon zu überzeugen, bei Liverpool zu verlängern. Haben sie nicht geschafft. Ja, und jetzt, wie gesagt, die gleiche Situation wie bei Ibrahima Konate. Und L'Équipe hat dazu einen Artikel geschrieben. Lesen wir uns den zusammen einmal durch. Real Madrid nimmt Kontakt zu Liverpool auf. Konate Offensive stoppt jetzt oder startet jetzt, glaube ich eher. Real Madrid greift um Ibrahima Konate an. Das zumindest deuten die neuesten Berichte aus Frankreich an. Eine am Sonntag veröffentlichte Bericht der L'Équipe zufolge hat das Büro des Santiago Bernabéus bereits erste Kontakte mit Liverpool aufgenommen, um seine Verpflichtung in diesem Sommer abzuschließen. Laut L'Équipe hat Real Madrid den englischen Klub gefragt, welches Angebot sie zufriedenstellen würde, um Konates Abgang im Jahr 2025 zu ermöglichen. Die französische Zeitung fügte hinzu, Concha Espina sei sich ihrer starken Verhandlungsposition bewusst, da der Spieler fest entschlossen sei, diesen oder nächsten Sommer das weiße Trikot zu tragen. Real Madrid schließt unterdessen nicht aus, bis 2026 zu warten, um ihn als Free Agent zu verpflichten, falls Liverpool nicht nachgibt. In Anfield bleiben sie mit Konate ruhig. L'Équipe hingegen fügt hinzu, Liverpool sei nicht in Panik geraten. Im Gegenteil, laut der französischen Zeitung bleiben die Reds trotz des bekannten Interesse von Real Madrid an ihrem Spieler gelassen, was die Vertragsverlängerung mit Ibrahima Konate angeht. So sehr, dass der amtierende Premier League Meister die Verhandlungen über die Vertragsverlängerung des französischen Innenverteidigers offenbar noch nicht abgebrochen hat. Laut L'Équipe hält Liverpool die Möglichkeit, dass Real Madrid mit Konate den Erfolg von Trent Alexander-Arnold vor wenigen Monaten wiederholen könnte, für unwahrscheinlich. Im Santiago Bernabéu hofft man hingegen auf eine baldige Verpflichtung. Ja, also, ihr habt es selber gehört oder gelesen. Laut L'Équipe hat Real Madrid zum Hörer gegriffen und bei Liverpool angefragt, wie sieht's aus, wie viel wollt ihr haben für Ibrahima Konate? Diese Meldung kam mehr oder weniger aus verschiedenen Zeitungen inzwischen und zwar hätte Liverpool gesagt,
Sie denken an eine Summe von 50 Millionen. Real Madrid möchte angeblich nur 20 bis 25 Millionen zahlen. Das ist anscheinend die Situation, wenn man an viele verschiedene Sportzeitungen glaubt. Doch ich glaube am liebsten einem Fabrizio Romano, auch wenn er ab und zu bei einem Here We Go falsch liegt, wie bei Ouazzane. Aber wie dem auch sei, hören wir uns mal an, was der Italiener zu Real Madrid und Ibrahima Konaté gesagt hat. Ist das mit Real Madrid und Konaté auch wirklich ernst gemeint? Oder ist das nicht so ernst? Kann das noch warten? Nein, im Moment wird nicht zwischen den Vereinen verhandelt. Ich denke, das ist eine Gelegenheit für Real Madrid. Ein Spieler, der Real Madrid sehr gefällt, aber dessen Vertrag nächste Saison, also 2026, ausläuft. Also im Moment ist es so, dass Konaté ein Spieler ist, der Real Madrid gefällt. Wenn Liverpool dann diesen Sommer die Tür für einen Abgang von Konaté öffnet, muss man sehen, was Real Madrid entscheidet. Deshalb gebe ich dir für diesen Sommer eine Wahrscheinlichkeit von 15%. Für den nächsten Sommer 2026 mal sehen, denn der Spieler gefällt Real Madrid sehr und wenn er dann vertragslos ist, so wie es bei Trent Alexander-Arnold in den letzten Monaten seines Vertrags mit Liverpool der Fall war, glaube ich, dass Real Madrid es sehr ernsthaft versuchen könnte, weil Konaté wirklich sehr geschätzt wird. 15%. Das hört sich nicht gut an. Anscheinend möchte ein Florentino Perez wieder sparen und in seinem idealen Szenario überlebt das Real Madrid von Xabi Alonso in der Abwehr mit den Spielern, die wir zurzeit haben und nächstes Jahr kommt Konaté gratis. Und ich weiß, es hört sich natürlich verführerisch an, einen Konaté, einen absolute Weltklasse-Spieler, gratis zu bekommen. Aber auf der anderen Seite finde ich, ein Florentino Perez sollte die Wünsche von einem Xabi Alonso respektieren. Wenn Xabi Alonso der Meinung ist, in der Abwehr habe ich nicht die Stabilität, habe ich nicht die Sicherheit, die ich brauche. Nummer 10 von Real Madrid. Wobei, ich bin ganz ehrlich, die Nummer 10 bei Real Madrid zwar eine besondere Nummer ist, aber für mich ist die besonderste Nummer bei Real Madrid immer schon die 7 gewesen. Bin ich mal gespannt, ob ihr das genauso seht. Aber wenn ich an Vini, Cristiano Ronaldo, Butragueño etc., ich könnte so weitermachen, denke, die 7 von Real Madrid hat für mich immer einen mythischen Beigeschmack. Bin ich gespannt. Wie gesagt, lasst eure Meinung dazu in den Kommentaren. Aber wer erhält jetzt die 10? Wir unterhalten uns jetzt über diese Nummer. Ich habe euch letzte Woche berichtet, Nexus Sport, Push Sport etc. hatten berichtet, dass Arda Güler die 10 bekommt. Und was mich ins Zweifeln geraten hat, war sogar der Vater von Arda Güler hatte einen Artikel dazu geliked. Und ich dachte, ey, das ist ja schon ein Zeichen. Der Vater von Dean Housen hat ja auch den Transfer seines Sohns so ein bisschen mit seinen Likes vorweg gesagt. Und ich dachte, ey, das ist ein Zeichen. Ich glaube, Arda wird die 10 bekommen. Gestern hat die französische Partei zurückgeschlagen. Les Parisiens, Les Equipes schreiben, ein Kylian Mbappé bekommt die 10. Und in Spanien wird das auch versichert. Aber in Spanien wird auch klar gemacht, der Franzose hat den Verein gar nicht darum gebeten. Real Madrid möchte aus Marketinggründen Kylian Mbappé die 10 geben. Ja, und das persönlich verstehe ich nicht, denn ich glaube, vom Marketing her, ja, Kylian Mbappé ist in der Welt des Fußballs vielleicht der größere Name. Aber ich glaube, den Hype, den ein Arda Güler mit der 10 ausgelöst hätte, unter anderem in der Türkei, aber bei mir persönlich auch und viele andere Arda Güler-Liebhaber. Ich glaube, viele hätten auch das Geld genommen und sich eine 10 von Arda Güler geholt. Naja, wie dem auch sei, anscheinend hat Real Madrid aus marketingtechnischen Gründen das entschieden. Und jetzt kommt meine Meinung oder was die Waage zum Ausschlag bringt. Denn Ramón Álvarez de Mon, ich sag euch immer, das ist eine 1A-Quelle aus dem Madridismo, der hat das gestern auch bestätigt. Und ich kann bisher nur sagen, was Ramón Álvarez de Mon gesagt hat, ist auch so passiert. Deshalb gehe ich persönlich davon aus, ich vertraue einem Ramón Álvarez de Mon etwas mehr als dem Vater von Arda Güler. Bei dem Vater von Arda Güler kann das ja auch so ein Wunsch gewesen sein. Ich weiß ja nicht, warum er da auf Like gedrückt hat. Ich habe mir, wie gesagt, erhofft, dass das wie beim Papa von Dean Housen so ein kleiner Wink ist. Anscheinend Ramón Álvarez de Mon hat gesagt oder bestätigt, Kylian Mbappé wird die neue Nummer 10 von Real Madrid. Im Endeffekt, ich habe es euch schon mal vor 3-4 Wochen gesagt, eine Nummer, die auf dem Rücken steht, ist mir persönlich gar nicht so wichtig. Viel wichtiger ist mir die Rolle auf dem Platz, die Wichtigkeit auf dem Platz. Wenn ein Xabi Alonso sagt,
du bist jetzt der neue Dirigent von Real Madrid, dann wird Arda Güler früher oder später irgendwann die 10 bekommen. Wir dürfen nicht vergessen, Kylian Mbappé ist 26, Arda ist 20. Im Laufe der Zeit wird irgendwann die Nummer wieder frei werden. Und ich glaube, ein Arda Güler kann sich diese Nummer im Laufe der nächsten Jahre erarbeiten. Wenn er mit seiner Nummer 15 weiter diese Leistungen bringt, die Nummer 15, die er von Fede Valverde geerbt hat, wenn er das sind ja auch keine schlechten Fußstapfen, sage ich mal, wenn er mit dieser Nummer seine Leistung weiterbringt und das bestätigt, was er bis jetzt gezeigt hat, dann glaube ich, im Laufe der Zeit wird die Nummer 10 irgendwann für ihn fällig. Warum sage ich das jetzt? Weil ich glaube, er selber, sein Ziel ist es, diese Nummer 10 irgendwann zu bekommen. Und ich würde mich einfach freuen, wenn sein Wunsch in Erfüllung geht. Mein Wunsch ist schon in Erfüllung gegangen. Mein Wunsch ist nämlich, dass er regelmäßig spielt, dass er endlich einen Trainer bekommt, der ihm vertraut. Und das ist mir viel wichtiger als irgendeine Nummer auf dem Rücken. Ja, bin ich gespannt, was ihr zu diesen ganzen Themen zu sagen habt. Lasst das bitte in den Kommentaren. Wenn ihr schon mal da seid, liken, teilen, followen. Wir stehen kurz vor den 11.000. Wenn ihr mir nochmal den letzten Ruck geben könntet, wäre ich euch sehr dankbar. Und ich schlage vor, wir unterhalten uns morgen wieder mit einer Menge Themen. Was gerade bei Madrid los ist der absolute Wahnsinn. Also, bis morgen und à la Madrid!